Ja, jetzt haben wir Platz genommen in diesem wunderschönen originalen Bentley Cabriolet. Das ist ein Bentley Continental aus dem Baujahr 1991. Das ist noch wirklich ein echter Bentley. Und zwar deshalb ein echter Bentley, weil ihr ja wisst, die Firma VW und BMW haben Bentley und Rolls-Royce gekauft. Das ist einer der letzten gebauten, ich sag mal, echten Bentleys. Die kommen aus dem englischen Crewe. Und das Auto hier ganz besonders kommt aus Südfrankreich, hat den größten Teil seines Lebens da verbracht und befindet sich in einem fantastisch originalen, neuwertigen Zustand. Das könnt ihr, glaube ich, sehen, wie das hier alles aussieht. Er hat noch die ganz dicken Chromeinlässe, das ist nicht aus Plastik, wie das bei vielen edlen Autos heute der Fall ist. Er hat edelste Hölzer. Er kommt aus einem sehr herrschaftlichen Haushalt, nennen wir das mal so. Das ist ein guter Kunde von uns, der jetzt aus Altersgründen einfach den Wagen nicht mehr so viel bewegen konnte. Ich habe mir jetzt hier Platz genommen, ihr fahrt ja praktisch mit mir mit, wie immer. Und das ist wirklich ein ganz erhabenes Gefühl, muss ich sagen, wie er sich bewegt. Hier rumpelt nichts, hier poltert nichts. Wir fahren ja auf unseren üblichen Strecken hier durchs bayerische Bergland. Also total erhaben, und das Tolle an dem Auto: er ist eine ganze Zeit in einer englischen Sammlung gewesen, und dieser Mann hat den Wagen bei der besten Adresse in England technisch komplett revidieren lassen. Ich meine, nichtsdestotrotz ist das Auto Baujahr 1991 und ist halt eben 30 Jahre alt. Und da muss so dies und das gemacht werden. Aber der Pflegezustand und der Gesamtzustand von dem Auto jetzt, der ist wirklich sensationell. Im meisten dieser Autos sind ja ganz viele Corniche-Cabrios als Rolls-Royce gebaut worden. Wenn die dann in dritte, vierte Hand gekommen sind, waren die Autos nicht mehr in so einem tollen Zustand. Aber dieser hier hat einen Pflegezustand, das ist fantastisch. Also es sind gebaut worden 5400 Rolls-Royce Corniche, aber nur 500 Bentleys. Und damit ist das eine Rarität. Und vor allen Dingen deshalb eine Rarität: er hat den letzten technischen Stand dieser Baureihe, das ist die Serie 3. Er hat alle erdenklichen Extras, die es damals gab. Und wenn man jetzt hier so lang fährt, man schwebt mit diesem Wagen richtig. Also wenn man sich überlegt, was so ein Auto heute neu kostet, das liegt ja weit in den Hunderttausenden, hat man ein modernes Auto. Das ist hier ein echter Klassiker. Der letzte richtig schöne, originale, echte Bentley als Cabriolet, Continental heißt das Auto. Er fährt sich, man schwebt, also muss ich wirklich sagen, das ist ein ganz erhebendes Gefühl in diesem Auto hier. Ich weiß gar nicht, ob er Luftfederung hat oder wie diese Federung sich eigentlich nennt, aber er schwebt wie auf Wolken. Also man merkt, dass man einen ganz stabilen, schweren Wagen um sich herum hat. Trotzdem ist die Servolenkung ganz, ganz leichtgängig. Ich fahre jetzt hier eine Kurve, man fährt natürlich hier nicht mit 140 durch eine Kurve, man gleitet mit dem Auto über die Straßen. Er ist leise. Angetrieben wird der Wagen ja von einem V8 8-Zylinder-Motor mit 6,7 Litern Hubraum. Und so entwickelt der Wagen ungefähr 220 PS und fährt damit eine Höchstgeschwindigkeit von 190, ist eine ganze Menge. Aber 190 fährt man nicht mit dem Wagen. Man gleitet mit dem Wagen 80 bis 120 und man genießt es, ein echtes Bentley Continental Cabrio zu fahren. Also kann ich euch sagen, das genieße ich wirklich in dem Auto, wie er schwebt. Also es gleitet alles an einem vorbei. Man sieht hier überall die höchstwertige Verarbeitung an dem Wagen. Das ganze Holz, Chrom, alles, was ihr seht an dem Auto, ist immer noch neuwertig, so wie der Wagen seinerzeit gebaut wurde, weil das Auto extrem gepflegt wurde. Es kommt aus einer extrem guten Hand, das lässt sich komplett belegen. Und das riecht man an dem Auto. Chemie ist einmal ganz wichtig, wenn man mal die Nase in so einen Wagen hält. Man merkt einfach, es riecht immer noch nach dem originalen, gediegenen Leder. Das Auto ist nicht versparkt, gar nichts. Und er bewegt sich, es macht wirklich Spaß. Ja, ist wirklich fantastisch. Und jetzt geht es doch eine ziemliche Steigung hoch, aber der Wagen hat doch ein ganz beachtliches Drehmoment von über 500 und mit seinen 8 Zylindern und 220 PS macht er das ganz locker. Geht es also hier ganz bequem den Berg hoch, überhaupt nicht gestresst, ganz entspanntes Gleiten in diesem tollen Auto. Ja, es waren die Zeiten, ich sag mal, die Autos sind ja gebaut worden ab Ende der 60er Jahre. Jetzt ungefähr bis ins Jahr 1991, 92, 93, dann war Schluss mit dieser Serie. War sehr, sehr erfolgreich, dieses Modell. Hat sich sehr gut verkauft, aber es sind nur ganz wenige übrig geblieben, die sich wirklich in einem fantastischen Zustand befinden.
Und die Werkstatt in England hat uns bestätigt, dass das hier einer der besterhaltensten überhaupt ist. Und man hat sogar gesagt, wahrscheinlich ist es der besterhaltene. Der ist wirklich sensationell, ob man da im Motorraum guckt oder hier im Interieur. Hier ist nichts abgewetzt, nichts verschlissen. Er riecht ganz toll nach dem schönen alten englischen Leder. Und das gibt einem halt eben dieses tolle Gefühl. Es hat ja bei uns stark getaut und dann geregnet in den letzten Tagen. Das heißt, Salz haben wir gar nicht mehr. Also für Januar ist das eine sehr, sehr seltene Wetterlage, wie wir sie gerade hier an den Alpen haben. Und das nutzen wir heute, um euch diesen schönen Wagen zu zeigen. Das heißt ja auch immer wieder Freude am Auto. Und das ist hier Freude am Auto. Und das wollen wir eigentlich auch mit unseren Cargold YouTube-Filmen zeigen, was es für einen Spaß machen kann, wenn man so einen tollen Wagen bewegt und sowas Besonderes auch besitzt. Denn die Autos, die wir filmen, die könnt ihr bei uns hier auch kaufen. Dafür bin ich viele unterwegs und suche immer nur die besten Stücke aus. Er hat sehr, sehr kräftig zupackende Bremsen und man spürt aber auch, wenn man mit dem Wagen fährt, welches erhebliche Gewicht der Wagen hat. Er wiegt 2430 Kilo und wenn da noch 2 Leute drin sitzen, hat er über 2,5 Tonnen, die er auf die Waage bringt. Aber da diese ganzen Materialien ja also von nicht nur edelster Güte sind, sondern alle massiv hier, massiv, das ist hier kein Furnier, das ist alles massiv gearbeitetes Leder, massivst gearbeitetes Chrom in einer ganz teuren Legierung, Massivhölzer hier, die haben halt eben ihr Gewicht. Übrigens zum Preis dieses Fahrzeuges, die Autos werden heute gehandelt, je nach Zustand, zwischen 100 und 150.000 Euro. So liegt ungefähr unser Auto auch dazwischen, aber ich glaube, er gehört zu den besten, die überhaupt verfügbar sind. Also wenn man sich hier so ein Auto genau nochmal sucht und wirklich einen ganz perfekten haben möchte, kommt man an dem Wagen hier, glaube ich, nicht vorbei. Ich finde, dass die heutigen Rolls-Royce und Bentley, die sind natürlich immer toller, aber auch ein bisschen protziger geworden. Das ist hier noch nicht der Fall. Das Auto hat ein schönes Understatement, wenn man sich die heutigen Produkte anguckt. Die sind natürlich technisch absolut perfektioniert, aber das hat hier noch sowas richtig bodenständiges, feines, edles. Ja, das ist eine andere Zeit, aus der diese Autos kommen. Übrigens, der Motor hier, der hier seine Dienste tut, der wurde bis zum Jahr 2020 gebaut. Das war der erfolgreichste Motor, der jemals gebaut wurde. Die Maschine wurde 60 Jahre produziert. Es ging 1958 los, das ist dann immer weiterentwickelt worden. Und wie gesagt, die haben jetzt erst bei den heutigen Modellen aufgehört, diese Maschine zu verwenden. Das ist also ein sehr erfolgreiches, ein sehr, sehr gutes Triebwerk, was hier Dienst tut und was also von der Kraft her, von der Dynamik und auch von der Art hier genau reinpasst. Ich glaube, man kann dem Wagen wirklich sagen, er hat das Prädikat Jahreswagenzustand. Er fährt sich auch technisch so. Er ist, wie gesagt, von einer der bedeutendsten Bentley-Betriebe in England restauriert worden, also technisch auf den neuesten Stand gebracht worden, mit einer sehr, sehr großen Inspektion. Und vom jetzigen Besitzer, den wir gut kennen, der hat das Auto nur zeitweise genutzt an der Côte d'Azur. Er ist immer noch bei schönstem Wetter rausgeholt worden, stand ansonsten klimatisiert. Und daher auch dieser ganz, ganz tolle Zustand. Also das Auto hat es immer sehr, sehr gut gehabt. Und das sieht man diesem Auto an. Und ich sag mal, wer also ein tolles Cabriolet haben kann für 4 Personen, weil hier haben 4 Personen wirklich gut Platz in dem Wagen. Und wer auch einen schönen, ganz dezenten Reisewagen aus etwas älterer Zeit haben möchte, der hat hier ein ganz, ganz edles Gefährt in einem fantastischen Zustand. Man kann großes Gepäck hinten mitnehmen, man hat herrlich Beinfreiheit, es ist Platz, es ist gemütlich, es sind ganz toll geformte Sitze, in denen man sitzt, diese schönen Armauflagen hier. Also es ist wirklich wie gemacht für eine weite Reise. Und dazu schwebt dieser Wagen. Also man kann hier das Autofahren wirklich genießen. Man kann wirklich sagen, das ist Fahren in seiner feinsten Form. Also das war jetzt eine außergewöhnliche Probefahrt. Wir haben jetzt noch 1000 Meter, da sind wir wieder in Beuerberg angekommen. Der Wagen hat richtig schön Spaß gemacht. Das ist selten, dass man so einen schönen Wagen zur Probefahrt hat. Dann noch in so einem tollen Originalzustand. Ja, eine außergewöhnliche Erfahrung.
Ja gut, also dann noch ein paar Informationen zum Interieur von unserem Bentley. Was ihr gut sehen könnt, hier ist die Klimaanlageregelung hier vorne. Hier kann man die Hupen laut und leise stellen. Dann ist hier vorne elektrische Sitzverstellung. Es war seinerzeit ja absolut neu. Das kann man auch per Memory-Tasten 4 Stück, 4 verschiedene Positionen einstellen. Hier ist der Aschenbecher, obwohl der, glaube ich, niemals benutzt wurde in dem Auto. Das merkt man auch. Hier ist nie geraucht worden. Dann haben wir hier vorne die Scheibenwischer. Da befindet sich der Bentley Drehzahlmesser. Der geht bis 4.500 Touren. Das heißt, die Maschine ist nie sehr hoch gedreht. Die hat sie ihre Kraft auch so voll entfalten können. Und er hat einen Tachometer bis 260. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil über 200 ist das Auto sowieso nicht gefahren. Dann hat er hier dieses wunderschöne Lederlenkrad vom Bentley, was nicht abgegriffen ist, was man merkt, dass es sich immer noch in einem hervorragenden Zustand befindet. Dann hat er diese schönen, originalen, magnoliafarbenen Ledersitzen. Auch die Fußmatte sind wirklich in einem guten Zustand. Also das Auto ist überhaupt nicht benutzt oder abgewetzt oder verbraucht. Ist alles noch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Hier sind die Fensterheber. Drüben hat er 4 fürs ganze Fahrzeug zu bedienen, in Chrom gefasst. Hier hat er einen für die rechte Seite. Der geht also auch ganz edel hoch und runter, ganz leise, ganz fein. Und man kann hier oben, das ist der Griff fürs Verdeck, wenn man es zuziehen muss, ist ja elektrisch. Das ist alles in französischer Schrift, weil das Auto ja eine französische Erstauslieferung gewesen ist. Also es ist eigentlich ein Franzose, aber in einem tollen Zustand, wenn er hier guckt. Also edelste Hölzer, Massivholz, also wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und dazu passend auch hier das Service, das Handbuch zum Auto. Absolut vollständig, es ist Betriebsanleitung, es ist alles dabei, was es braucht für diesen Rolls-Royce Bentley, damals ja noch zusammen. Die sind ja in einem Werk montiert worden. Und das befindet sich auch alles noch in einem hervorragenden Zustand. Also wirklich so, wie man sich das wünscht bei einem Auto. Also wer diesen Wagen kauft, kauft eigentlich einen Jahreswagen, der vollständig ist, der die gesamte Historie hat, wo alles dokumentiert ist und wo man auch weiß, der Wagen hat ja lange in der Sammlung gestanden. Und so ein Auto stellt sich ja nur jemand in die Sammlung, wenn es auch sammlungswürdig ist. Der ist also nicht benutzt oder heruntergeritten, das kommt manchmal vor bei den Autos, sondern der ist sammlungswürdig. Und wenn sich jemand einen tollen Oldtimer heute leisten möchte, sowas wie diesen Bentley, ist das für verhältnismäßig wenig Geld ein ganz toller, edler Einstieg. Das Auto ist ganz, ganz edel, also wirklich toll. Hat mich selbst begeistert. Hier sind übrigens die ganzen Serviceheftchen. Das ist alles dabei. Garantie 1990, 91, Sales and Service. Aus der Zeit stammt das Auto ja. Also es ist alles da, so wie es gehört. Und zwar lückenlos da, vollständig da. Ich muss sagen, ich habe also von diesen Autos vielleicht bisher 10 Stück verkauft, aber das ist von der Qualität der beste. Also das ist ein Auto, was ich euch wirklich empfehlen kann. Sowas, selbst wenn ihr das sucht, ihr werdet jahrelang suchen müssen, um so einen toll erhaltenen Wagen zu finden. Das ist eine absolute Rarität. Und ich freue mich echt, dass wir das wieder besorgen konnten. Das ist was für euch. Schaut euch mal diese tollen Doppellampen an. Das ist übrigens der Bentley Grill. Das ist das einzige Unterschied zwischen einem Corniche Cabriolet und zwischen einem Bentley Continental. Alles andere ist sonst baugleich, aber es gibt vom Bentley nur 500 Exemplare, mehr sind nicht gebaut worden. Und vom Corniche sind ja 5400 gebaut worden. Das war ein sehr, sehr gefragter Rolls-Royce. Aber diese Fahrzeuge im guten Zustand sind ganz, ganz selten. Es gibt kaum noch welche. Und dass ein Wagen original 72.000 Kilometer gehalten hat, wie dieser hier, zudem das noch die interessante Serie 3 ist, die ja auch sehr, sehr selten ist. Es war ja einer der letzten Baujahre überhaupt. Das ist was Besonderes, ja, sagte ich ja schon. Also, so, was noch außergewöhnlich ist, daran erkennt ihr eine Serie 3, das sind diese neuen Aluminiumfelgen, die hat es früher nicht gegeben. Und die Stoßstangen, wie ihr sehen könnt, die sind schwarz lackiert. Auch das hat es früher nicht gegeben. Das Auto wirkt damit ein bisschen moderner, ist aber sonst insgesamt, also auch geschmacklich, sehr, sehr edel ausgestattet. Er hat dieses schöne magnoliafarbene Originalleder, was sich immer noch in einem tollen Zustand befindet. Er hat alle Extras, die seinerzeit bei Bentley in Crewe verfügbar bestellbar waren. Und das Auto ist wirklich ganz außergewöhnlich gepflegt. So, dann hat er noch Piping Schwarz, was natürlich klasse aussieht, passend zur Außenfarbe. Hat, wie ihr hier seht, das neuwertige Originalverdeck. Das Auto hat immer in einer klimatisierten Garage gestanden. Der Wagen hat alle Serviceintervalle bekommen, die es gibt und hat einen Zustand, der insgesamt in dieser Qualität ganz, ganz selten ist. So, hier könnt ihr sehen, das ist ein Bentley Continental an dem chromfarbenen Schild gut zu erkennen.
Hier der Schriftzug Bentley heute ist sowas gesuchter als Rolls-Royce, weil es einfach viel, viel seltener ist und weil das ein bestimmtes Understatement darstellt oder einfach zeigt. Das Auto ist nicht sehr laut, das ist was sehr Feines und was sehr Edles. Das ist halt eben ein Bentley. So, auch von hinten, hier könnt ihr das an der Scheibe sehen, die ist immer noch neuwertig. Oft sind die ja verkratzt, wenn die oft benutzt wurden und dann durch viele Hände gegangen sind, ist der Wagen nicht mehr in so einem tollen Zustand. Aber all das hier befindet sich immer noch im Auslieferungszustand. Man kann auch von hinten die Kopfstützen sehen. Ich denke mal, der Wagen ist auch kaum offen bewegt worden. Man kann das elektrische Verdeck ja öffnen, runter machen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber man sieht, da ist kein Staub, kein Schmutz, keine Sonneneinwirkung. Der Wagen ist immer noch neuwertig. Und wenn man sich überlegt, was so ein Fahrzeug heute neu in der Produktion kosten würde, wäre ein immenses Geld, mehrere 100.000 Euro. Da ist das Auto wirklich, wirklich preiswert. Ja, was gibt es noch zu sagen? Schaut euch mal diese Linie an, die ist wunderschön. Die wird ja heute so gar nicht mehr gebaut. Das ist also kein aufdringlicher Klassiker. Es ist wirklich ein sehr eleganter, feiner und edler Klassiker. Und wenn man sich überlegt, dass der Wagen doch deutlich unter 200.000 Euro kostet, ist das sicherlich nicht viel für so viel Auto und das dann auch in dieser tollen Qualität. Hier nochmal ein Blick in unseren Kofferraum von unserer Bentley Continental. Hier ist die Persenning auch neuwertig. Ich habe euch ja vorhin gesagt, der Wagen ist wahrscheinlich nie benutzt worden. Guckt euch das mal an, das ist neu. Der ist wahrscheinlich nie offen gefahren worden. Dementsprechend auch kein Staub oder Schmutz drin. In dieser edel abgefasste Kofferraum hier hinten, das ist alles das Original, also ist sehr viel Platz drin. Man kann da sehr viel Koffer mitnehmen, aber auch das ist, glaube ich, nie benutzt worden. Da sind keine Schleifspuren vom Gepäck oder so. Ich glaube, das war ein Auto, was man nur ab und zu mal an der Côte d'Azur gefahren hat. Das ist nicht benutzt worden, die Persenning ist nicht benutzt worden, das ist alles fast neuwertig. So, jetzt zeige ich euch mal dieses tolle 6,7 Liter Triebwerk mit 8 Zylindern. Also auch wenn man hier hereinschaut, das ist wirklich neuwertig. 8 Zylinder V-Motor. Hat geleistet ungefähr 220 PS, man konnte 190 Stundenkilometer damit schnell fahren. 6,7 Liter Hubraum ist eine Maschine, die seit 1958 so produziert wurde, immer weiterentwickelt wurde und heute noch im Mulsanne gebaut wurde, jetzt aber eingestellt wurde. Einer der Maschinen, die weltweit am meisten und am längsten produziert wurden. Das ist dieses Triebwerk. Aber auch wenn man hier sieht, alles neuwertig, nichts angegangen, nichts verkommen. Wirklich in einem selten guten Zustand. Also ich habe schon viele Rolls-Royce gehandelt und auch gehabt, die sind öfter mit der Zeit dann ungepflegt und nicht mehr so schön. Dann muss man sehr viel Geld investieren in die Technik. Das hat der jetzige Vorbesitzer alles machen lassen in England bei einer Top-Adresse und es ist wirklich in einem vorzüglichen Zustand. Das merkt man auch, wenn man das Auto fährt, dass es wirklich klasse ist. Ja, liebe Freunde, das ist wieder Freude am Auto. Das ist ja unser Motto bei Cargold YouTube. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht mit mir. Wirklich ein ganz besonderes Stück, dieser Bentley. Eine absolute Rarität, nicht nur wegen der Farbe, wegen der Ausstattung, auch wegen der besonderen Qualität. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, besucht mich hier gerne in Beuerberg. Ich freue mich immer auf euren Besuch. Alles Gute dann bis zu meinem nächsten Dreh. Ich freue mich und bleibt gesund. Euer Stefan Luftschütz.